Herzlich willkommen zum Tutorial zu den digitalen Ausgängen. Ich werde Ihnen heute zeigen, wie Sie Ihre Timer, das heißt Zähler und Zeitmessung, in CombiVis parametrieren können. Erstmal hier kurz die Theorie und dann gehen wir in CombiVis und ich zeige Ihnen das anhand einer Parameterliste. Wir starten mit dem DO30 und geben erstmal an, wie viele Zähler, also wie viele Timer wir parametrieren wollen. Der Default-Wert ist da auf 0, wieder um Rechenleistung einzusparen. Da aufpassen, dass Sie da entsprechend Ihre Zahlen eingeben. Wenn ich jetzt hier von Timern spreche, dann meine ich immer Zähler und Zeitmessung, also beides. Dann in DO31 haben wir die Möglichkeit, die Modi auszuwählen. In der Konfiguration weise ich jetzt erstmal zu, will ich einen Zähler oder will ich eine Zeitmessung parametrieren. Dann geht es um die Freigabe, also wie funktioniert der Zähler oder die Zeitmessung, wenn ich die Freigabe wegnehme. Da habe ich die Möglichkeit, dass der hochgezählte Wert einfach gehalten wird, dass direkt wieder resettet wird oder dass ich mit der Freigabe nur ein Run-Signal gebe und die Freigabe direkt wieder wegnehmen kann und trotzdem wird weiter hochgezählt. Zuletzt ist das wichtig nur für den Zähler, nicht für die Zeitmessung, welche Flanke eines Signals gewählt wird, also positiv, negativ oder eben beide Flanken. Das kann ich in DO31 machen. Dann geht es weiter über die Freigabequelle. Die Freigabe für den Zähler gibt sie frei, wie das Wort schon erklärt, und zählt die Events, die dann reinkommen. Die Freigabe bei einer Zeitmessung startet tatsächlich direkt die Zeitmessung. Und hier wichtig, in DO32 der Quelle gebe ich den Parameter an, die freigibt, und dann in DO33 das Bit innerhalb des Parameters, das die Freigabe gibt. Und dieses System, das wird sich jetzt auch durchziehen, mit der Reset-Quelle, selbes Spielchen für das Resetten. Das kann ich mir sparen, wenn ich im Modus in DO31 schon das Resetten über die Freigabe eingestellt habe. Die Zählerquelle kann ich mir sparen, wenn ich eine Zeitmessung mache. Für den Zähler muss ich da eben die Quelle des Parameters und des Bits angeben, welches Event gezählt wird. Und zuletzt die Zählrichtung. Wenn ich einfach in positive Richtung zähle, kann ich mir das auch sparen. Solange da der Parameter den Wert 0 ausgibt, wird in positive Richtung gezählt. Möchte ich runterzählen, dann weise ich da einen Parameter und ein Bit zu, das dann aber eingeschaltet sein muss. So zähle ich dann rückwärts. Also beispielsweise kann ich da den internen Eingang D nehmen, also den digitalen Eingang D, schalte den einfach logisch auf 1, force den auf 1 und gebe das hier als Quelle an und so kann ich dann runterzählen. In DO40 dann geben wir den Endwert an und in RU89 können wir uns den aktuellen Wert der Timer oder des Timers anzeigen lassen. Insgesamt gibt es dafür zwei Möglichkeiten, zwei Subindizes, also zwei Timer können wir realisieren. Jetzt zeige ich Ihnen noch einmal, wie Sie jetzt einen Timer in ein Flag einbauen können. Dazu gehen wir in Flag-Operand A und setzen diesen auf Timer, auch wieder ganz runter scrollen über den variablen Operanten. Und in Flag-Operand B wähle ich einen Vergleichspegel 2 aus, wichtig hier auch, nur 2, Vergleichspegel 1 funktioniert nicht, und gebe da den Wert ein, auf den ich eben die Bedingungen setzen will. Der Wert bezieht sich bei einer Zeitmessung immer auf Millisekunden und bei einem Zähler auf die Anzahl der Events, die gezählt werden. Dann gehe ich über die Auswahl, weise dem Flag einen Ausgang zu, der geschaltet werden soll, und habe damit wieder meine komplette Parametrierung fertig. Jetzt gehen wir rüber in CombiVis und ich zeige Ihnen das Ganze an Parameterlisten, 2 Stück, einmal für eine Zeitmessung, einmal für einen Zähler. So, wir schauen jetzt wieder in die Parameterliste, die ich vorbereitet habe. Wir wollen jetzt erstmal eine Zeitmessung so verschalten, dass wenn Eingang 1 gesetzt wird, eine Verzögerung von 2 Sekunden passiert und dass dann Ausgang 1 gesetzt wird. Das Ganze soll dann zurücksetzbar sein über Eingang 2 und das parametrieren wir hier jetzt zusammen, wenn Sie in CombiVis schauen. Wir haben hier oben wieder die 3 Beobachtungsparameter, den aktuellen Wert des Timers, den wir jetzt bauen, den Status der digitalen Eingänge, den Status der digitalen Ausgänge. Wir gehen jetzt in Flag-Operand A, scrollen ganz runter und nehmen uns hier jetzt Timer 1. Flag-Operand B wird Vergleichspegel 2. Wir wollen ab 2 Sekunden und höher schalten, also passt uns, größer gleich. Und hier bezieht sich wie immer Flag Level 2 auf Flag-Operand B, also auf die Millisekunden. Dementsprechend müssen wir jetzt hier 2000 Millisekunden einstellen, um eine Verzögerung von 2 Sekunden einzustellen.
Dann haben wir in DO30 die Anzahl der Timer, die wir verwenden wollen. Das ist hier einer. Wir wollen nicht einen Zähler, sondern eine Zeitmessung bauen. Wir wollen den Wert halten, nachdem nachdem er angehalten wurde. Resettet heißt dann ja wieder auf 0 setzen. Und die Flanke ist uns in dem Fall jetzt egal. Wenn ich den RunSource-Parameter aufmache, habe ich jetzt 4 Optionen, aus welchem RU-Parameter ich die Bits nehmen will. Hier nehme ich jetzt 18, was das heißt, das sehen wir jetzt einen Parameter weiter, wo wir den einzelnen Bit auswählen. Jetzt sehen Sie hier, hätte ich jetzt 88 genommen, dann wäre Bit 1 eben Flag 1, Flag 2, Flag 3 und so weiter. Hier habe ich die Ausgänge, hier habe ich Eingänge, hier habe ich Connected Flags. Ich kann auf SDO schalten. In diesem Fall hatte ich RU18 ausgewählt und will auf Eingang 1 gehen, um die Freigabe zu setzen. Dasselbe Spielchen dann wieder, um zu resetten. Hier wähle ich Eingang 2. Count-Source-Parameter sind mir egal, weil ich keinen Zähler habe. Wir wollen in positive Richtung hochzählen, also ist mir DO38 und 39 auch egal. Der Default-Wert beim Timer End Value steht auf etwas über 8 Millionen. Das ist die höchstmögliche Anzahl. Bei einem Zähler wären das die Events, die gezählten Events. Bei einer Zeitmessung sind das die Millisekunden. Das kommt dann ungefähr auf 2,3 Stunden insgesamt raus. Hier lasse ich das auf dem Default-Wert. So weit werde ich nicht hochzählen, aber das passt mir so. Zuletzt weise ich jetzt dem Ausgang 1 den Flag 1 zu. Damit sollte es funktioniert haben. Ich kann jetzt hier auf meiner Schalterbox gleich den Eingang 1 setzen. Dann sollten wir hier unten sehen, dass I1 entsteht und hier sollten Millisekunden hochziehen. Und ab 2000 sollte dann hier rechts in RU20 auch dann O1, also mein Ausgang 1, geschaltet werden. Ich schalte um und ab 2000, wir sehen, es hat funktioniert, schaltet Ausgang 1. Ich nehme jetzt den Eingang 1 wieder weg. Der Wert des Timers wird gehalten, wie wir sehen, und über Eingang 2 resette ich das Ganze jetzt. Dann müsste auch Ausgang 1 weggehen. Und wir sehen, das hat funktioniert. Jetzt gehen wir rüber in den Counter und versuchen das Ganze nochmal. Wir werden jetzt zusammen in einer Parameterliste einen Zähler bauen. Der Zähler soll die Anzahl zählen, wie oft Eingang 1 gesetzt wird. Und ab einem Wert von 3 und aufwärts soll dann Ausgang 1 geschaltet werden. Das Ganze wieder zurücksetzbar über Eingang 2. Wir gehen wieder rein. Flag Operand A, wie gehabt. Timer 1, Flag Operand B, wieder Vergleichspegel 2. Größer gleich passt uns. In diesem Fall ist der Wert 3. Wir haben aktuell auch wieder nur einen Timer. Wählen jetzt hier nicht mehr die Zeitmessung aus, sondern den Zähler. Wir sagen Use as Hold, das heißt, er soll den Wert halten, auch wenn die Freigabe nicht mehr da ist. Und er soll jetzt erstmal nur positive Flanken wählen, weil wir ja nur die Einschaltvorgänge zählen wollen. Bei beiden Flanken würde er jetzt sowohl beim Setzen als auch beim Rücksetzen dann ein Signal bekommen. Das passt soweit. Und jetzt sagen wir wieder RunSource-Parameter. Wir wollen den Eingang 1 zählen. Das heißt, in diesem speziellen Fall können wir auch die Freigabe über den Eingang 1 realisieren. In einem anderen Fall könnte man das auch wieder über einen digitalen Eingang den logisch einschalten und die Freigabe darauf setzen. Dann wäre einfach immer freigegeben, um zu zählen. Da können Sie kreativ werden. Ich nehme jetzt den RU18 Bit 0, gebe damit über I1 frei. Das Ganze wird wie eben auch schon resettet über Bit 1, also Eingang 2. Und hier stellen wir jetzt den Eingang 1 ein, dessen Einschaltvorgänge gezählt werden sollen. Wir zählen wieder in positive Richtung hoch, also brauchen wir 38 und 39 nicht einzustellen. Timer End Value, das passt auch, und weisen zuletzt wieder den Ausgang mit Flag 1 zu. Und damit sollte der Eingang fertig parametriert sein. Ich kippe jetzt hier Eingang 1 drauf. Wir sehen, es wird hochgezählt, 2 und ab 3 schaltet unser Ausgang auch wieder. Ich kann resetten über Eingang 2. So, das hat funktioniert.
Dementsprechend hat das geklappt. Wenn Sie diese Parameterlisten nutzen wollen, dann können Sie sich die kostenlos in der Videobeschreibung runterladen und dann für Ihre Zwecke weiter verbauen. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu weiteren Tutorials, dann melden Sie sich gerne. Wir freuen uns auf Ihre Anregungen.